Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir gucken, was uns die Portaltage mitbringen im August. Es gibt mehrere unterschiedliche und ich mache jetzt nicht jeden Tag einzeln, sondern ich gucke das kollektiv ab. Das wird sonst zu viel. Das handhabe ich auch in Zukunft so, dass ich Portaltage, die anstehen, immer einmal abchecke. Und zwar mit dem keltischen Kreuz. Und ich bin gespannt, was wir hier gesagt kriegen. Alles, was du wissen musst, findest du unten in der Infobox des Videos. Aha, große Gefühle, wankende Emotionen, Schatten, Intuition, hin und her gehen. Ja, das Außen spielt eine Rolle hier. Diese Situation, die wir für die Portaltage als Ausgangspunkt haben, ist tatsächlich das Gefühl von, ich möchte meine Emotionen nach außen transportieren oder ich bin von Emotionen abhängig, die von außen kommen. Wir haben mal die Wolken im Kopf. Es geht um sehr viel Dinge, die uns nicht klar sind und hier kommt irgendwie dadurch ein emotionales Chaos auf uns zu. Das heißt, man ist so ein bisschen gespalten. Einsteils geht es vor, andererseits geht es zurück. Im Unterbewusstsein haben wir den Sarg drin. Also wir haben vielleicht schon eine lange, zähe Periode für irgendein Thema, was auch jetzt so langsam hier die Emotion rauslässt. Ne? Man hat vielleicht geduldig gewartet, immer wieder unklare Zeiten ausgehalten. Man stand eine Weile im Nebel, dann fängt man an zu schwanken. Das Außen tut sein Übriges, aber das Unterbewusstsein weiß ja ganz genau, dass irgendetwas zu Ende gebracht werden will und ein neuer Samen dann auch wieder entstehen kann für eine Situation. Das ist was sehr Emotionales. Hier kann auch sein, dass während der Portaltage sehr viele Emotionen nach außen kommen. Vielleicht auch überfällige oder welche, die du lange auch unterdrückt hast. In der Vergangenheit liegen hier schon Veränderungen, die es gegeben hat. Die waren wahrscheinlich nicht so, dass sie dich zum Ziel gebracht haben. Hier ist immer noch etwas offen. Oder es hat sich etwas verändert, was dich emotional stark gefordert hat, was hier hochkommt. So, jetzt haben wir hier in der näheren Zukunft die Träume, die Sehnsüchte, das Weiterkommen. Etwas, was vielleicht auch eine Distanz aufzeigt zu dem, was man gern haben möchte. Und zu dem, was man hat. Nähere Zukunft ist hier schon so, dass wir wieder Fahrt aufnehmen einfach. Ne? Dass die Reise losgeht, die hier geendet hat. Allerdings auch tatsächlich, man ist es überdrüssig irgendwie. Okay, die eigene Sicht. Der Mangel steht auf dem Kopf. Wir haben hier so eine Situation, da möchte man, dass sich Schwierigkeiten auflösen, dass sich Unklarheiten beenden, dass das Gefühls hin und her oder vor und zurück hier mal einen Stopp hat. Die Portaltage hier zeigen uns hier auch ein Erbe aus unserem Familiensystem. Das hat mit Mangel zu tun, mit nicht weiterkommen, mit unterdrückten Gefühlen, mit ja, einfach einem Erbe, das wir so verfolgen, und dieses Erbe hat etwas damit zu tun, dass wir eben nicht weiterkommen oder dass ein Glaubenssatz irgendetwas geprägt hat, das uns immer wieder suggeriert, wir kommen über den Berg nicht, es bewegt sich nichts, die Belastungen gehen hier nicht raus und man hat förmlich das Gefühl, dass es auch an einem nagt. Okay, was kriegen wir hier aus dem Umfeld für ein Thema mit? Sind mir gleich zwei rausgefallen. Die erste,
Ja, es geht darum, sich im Außen neue Türen zu öffnen. Das Umfeld nimmt uns, und das ist jetzt sehr spannend, vielleicht auch sehr viel gefasster wahr, als wir eigentlich sind. Das heißt, es würde das hier bestätigen, dass wir eben diese Gefühle lange unterdrückt oder ja, gedeckelt haben oder weggeschoben haben, aber hier brodelt es, ne? Und hier darf das auch, hier geht es mit dem Mond und dem Park einfach darum, auch ein gewisses Gefühl nach außen zu transportieren. Mal sowas wie ein Klagelied zu singen oder seinen Unmut zu äußern und es nicht immer runterzuschlucken. Just in dem Moment habe ich gleich geschluckt. Und es kommt auch eine Tür, die aufgeht aus dem Umfeld, ne? Es kommt etwas, was mit Sicherheit kommt, ein Erfolg. Es geht halt jetzt einfach nur darum, dass mal der erste Schritt folgt. Die Hoffnungen und Ängste für die Portaltage, die liegen hier so, dass man denkt, man müsste sich das wieder erarbeiten, wenn es losgeht. Man hat viel Arbeit mit etwas. Man muss sich sein Fundament erarbeiten. Das Fundament fühlt sich nicht sicher an. Zugleich ist die Hoffnung, dass man hier eine Balance kriegt, eine Stabilität, eine Ausgeglichenheit. Es kann sich hier auch um Veränderungen am Arbeitsplatz handeln. Geht hier auch an alle, die beruflich unterwegs sind oder ja, viel im Außen unterwegs sind, wo es darum geht, dass man gesehen wird oder dass man wahrgenommen wird vom Außen, ne? Hier sind mir jetzt 3 rausgefallen für das Endergebnis hier. Guck mal. Hier unten geht die Sonne auf. Das heißt, die beste Energie im Thema ist, dass hier Entscheidungen und Wege entstehen, die auch mit einem Ja angezeigt werden. Aber auf längere Ebenen, sagt die Kartenlegungen, hier geht es darum, das ist auch die Emotion, die hier mitschwingt, um mehrere Themen. Es geht um Hindernisse, die man im Bereich der Genesung hat. Es geht um Umwege, die man fahren muss, immer wieder sehr viel reingibt, mit dem Ergebnis, dass nichts Gescheites dabei rauskommt. Und es geht vielleicht auch darum, dass man jetzt so das Gefühl hat, man hätte Konkurrenz in Beziehungen oder auch am Arbeitsplatz. Also jemand schnappt dir praktisch diesen Brocken. Kurz bevor du ihn haben kannst, schnappt man ihn dir weg. Oder es geht auch nochmal sehr viel darum, längerfristig Blockaden zu bearbeiten, die mit einem Mutterthema zu tun haben, mit einer partnerschaftlichen Situation, wo es vielleicht mal Konkurrenz gab und wo hier noch irgendwelche Blockaden sitzen, wo du vielleicht denkst, wenn mein Bötchen losfährt, dann ende ich in der gleichen Situation, der Verstrickung auch drin. Und hier wird aber auch angezeigt, dass sich diese Hoffnungen und Befürchtungen, dass man etwas wieder erarbeiten muss, das ist ja auf der emotionalen Ebene, ne? Das, wo sich ein Schatten transformiert oder wo du etwas so stehen lassen kannst und nicht mehr so resonierst damit, da könnte ein Stückchen mit hochkommen. Es geht auch speziell an die Menschen, die hier vielleicht nicht noch mit Verlusten der Mutter oder so zu tun haben oder von Partnern oder auch von Partnerschaften, in die sie viel rein investiert haben, wo sie Emotionen auch zurückgehalten haben, um den anderen zu schützen. Oder auch in Situationen, wo es mal sowas wie Untreue oder Unloyalität gab oder wo man einfach ausgewechselt wurde. Und das geben uns hier die Portaltage mit. Ich würde sagen, wir nehmen mal für die Portaltage hier noch eine Rune und gucken, was die noch sagt. Also es könnte hier emotional werden, ne? Wenn ihr euch an den Tagen, das hatte ich früher manchmal von vielen Portaltagen, habe ich auch nichts gemerkt. Die sind gut an mir vorbeigezogen. Oder auch mal mit ganz glücklichen Dingen. Und hier kann es aber schon mal sein, dass auch sich eine Emotion zeigt, die so ein bisschen weinerlich daherkommt. Das kennt ihr bestimmt alle, wenn man dann aufsteht und denkt, ah, es ist noch nichts passiert, aber ich bin schon weinerlich, ne? So dieses Ding. Und das dann zu ergründen und
auch sagen zu können, das ist okay, wir haben nicht alle Tage Sonnenschein und der Erdball dreht sich trotzdem weiter. So, jetzt hätten wir gerne eine Rune und die haben wir hier auch. Und zwar geht es über die Portaltage hin um das Thema Einweihung. Ja, und das ist sehr treffend, denn die Rune Eiwas, die hat den traditionellen Bezug zum Weltenbaum. Und da geht es um die höhere Bewusstseinsebene, um Mysterium von Leben und Sterben. Also dieses Anfang, Ende, das liegt ja hier auch im Unterbewusstsein. Ja, und die Rune hat eine mächtige Kraft, da geht es um Veränderungen. Und sie läutet immer einen wichtigen Entwicklungsschritt ein. Da geht es nicht nur um ein bisschen was, sondern da geht es schon um größere Dinge, um etwas, was dein Bewusstsein auch elementar verändern kann. Hier wird ja auch die Wirkung des Lebens bewusst oder dieses Warum, Wieso, Weshalb, diese Zusammenhänge. Und hier geht es um Anstöße, die sich hier über die Emotionen auch nach außen bringen, für dich auch als Erleichterung. Und hier geht es um tiefe Einblicke, hier geht es um Werden, Sein und Vergehen. Es geht auch darum, um Toleranz für die anderen Menschen entwickeln zu können. Aber, und es bestätigt jetzt auch wieder diese Legung, es geht auch darum zu erkennen, wir haben hier im langfristigen Ziel, eben, dass es noch ein paar Hindernisse gibt. Es geht ums Durchhaltevermögen tatsächlich, ne? Man erkennt eben den Sinn hinter den Dingen, was, warum, wie geschieht, und man ist auch bereit, sich darauf einzulassen. Also mach dich auf einen tiefen Wandel für deinen eigenen Seelenplan gefasst. Und hier gibt es große Erkenntnisse und das ist so toll. Guckt mal, im Unterbewusstsein liegt der Sarg und hier begreift man tatsächlich, dass man irgendetwas sterben lassen muss, damit daraus etwas Neues wachsen kann. Ne? Ja, hier geht es um ganz viel höhere Ebenen, um ganz viel tiefen Sinn. Und danach wirst du hier auch gestärkt rausgehen. Also es ist eine Sache, da geht es sehr viel um emotionale Blockaden. Und man kann erkennen und verstehen, warum das so ist. Wir nehmen noch ein Vögelchen. Zack, hier ist es. Wir haben hier den Nymphensittich für uns und da geht es darum, ja, dass man an sich sehr gesellig ist und mit Mitmenschen zusammen gern ist. Und man wird hier auf eine Frage geführt, nämlich, wie sieht es denn derzeit um dein soziales Leben aus? Hast du die richtigen Menschen an der Seite? Und hier oben siehst du auch die Personen, um die es geht, ne? Oder wo man vielleicht auch in den Spiegel guckt, der Vergangenheit oder der Personen, die einem aus der Vergangenheit mal dies, das oder jenes getan haben. Hier am unteren Deck haben wir die Sonne. Das heißt, wenn wir da durch sind, wenn wir bereit sind, wenn wir tatsächlich auch etwas komplett gehen lassen können, das sich hier nochmal sehr emotional zeigt, haben wir hier auch die Möglichkeit, aus guter Energie eine neue Entscheidung zu treffen. Ich gucke mal noch mit den Signalen aus dem Zauberwald, was die bringen, und da habe ich tatsächlich verlasse alte Muster. Nein, also irgendein Weg, der sich vielleicht jetzt im Moment auch noch nicht eröffnet. Und da kannst du dich auch drauf verlassen. Vielleicht darfst du, das ist jetzt sehr speziell, ne? Du könntest, das alte Muster könnte damit zu tun haben, dass du nicht Nein sagen kannst. Und dass das auch ein Weg war, der dir immer verlässlich war. Ne? Ich bin halt für andere da, ich mache halt dies, das, jenes, ich nehme mich immer zurück. Und dass du jetzt dieses Muster nicht mehr brauchst, weil du bereit bist hier. Die Emotion zeigt dir, dass das für dich nichts ist, was noch irgendeinen Wert hat.
Okay, ihr Lieben, wir lassen das so stehen für die Portaltage. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich drücke euch und bis bald.